Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors-Video, in dem wir uns heute die frisch erschienene Blasterbox der Merlin Chrome Cards zu den europäischen Clubwettbewerben der Saison 2023-24 von Topps anschauen wollen. Die Merlin-Kollektion, also wie gesagt noch eine Kollektion zur alten Saison 23-24, gehört traditionell auch zu den Kollektionen, die meist als letzte erscheinen, bevor es dann im Herbst mit den On-Demand-Sets zur neuen Saison weitergeht. Diese Merlin Chrome Cards zum einen reizvoll, weil sie mit ihrem nostalgischen Design auf den Stickern von Merlin aus den 80er und 90er Jahren aufsetzen. Das muss man wie gesagt mögen, ist auch nicht jedermanns Sache. Und zum anderen ist diese Kollektion immer reizvoll, weil sie meist doch noch einige neue Rookies enthält, die zuvor in keinem anderen Topps-Produkt zur Saison 2023-24 enthalten waren. Bedeutet dadurch auch, dass wenn einer von diesen Spielern den Durchbruch schafft, dass es da nicht ganz so viele Rookie-Karten gibt, wie beispielsweise von Spielern, die seit Anfang der Saison als Rookies in den Produkten von Topps enthalten sind. Ganz gutes Beispiel aus den letzten Jahren ist hier für Mathis Tell, der in dieser Merlin-Kollektion seine Rookie-Karte hatte und da anschließend kein weiteres Produkt mehr aus dieser Saison erschienen ist, gibt es von ihm dann auch nur eine Rookie-Karte aus dieser Merlin-Kollektion. Kann sich also durchaus lohnen, diese Rookie-Karten mal für einen gewissen Zeitraum auf die Seite zu legen und danach zu schauen, was so aus den jeweiligen Spielern geworden ist. Das so ein bisschen als kleine Info und Hintergrund zu dieser Merlin-Kollektion. Jetzt wollen wir uns aber unseren Blaster oder die Value Box, wie Topps das Ganze auch nennt, mal näher anschauen. Die, und das könnt ihr schon im Bild sehen, in diesem Jahr auch wieder 3 Aqua Prism Parallels per Box enthält. Und diese nicht nummerierten Aqua Prism Parallels sind dann auch Blaster exklusiv. Die findet man dann auch nicht in den Hobbyboxen. Bevor es ins Innere geht, wollen wir uns die Box mal eben von allen Seiten anschauen. Ich mache aber, glaube ich, mal die Folie zunächst runter. Dann haben wir diese blauen Topps-Logos nicht im Weg. Und können das alles ein bisschen genauer betrachten. Hier auf der Seite haben wir jede Menge Vertriebsadressen von Topps, die denke ich nicht ganz so interessant. Dann hier auf der Seite der Hinweis auf die ultra seltenen Sword Cards, die man dann auch entsprechend in diesen Blastern finden kann. Und hier auf der Seite nochmal ein paar Fakten zur Kollektion. 150 Base-Karten sind es am Ende nicht ganz geworden. Topps hat da offenbar noch 4 rausgestrichen, denn laut der veröffentlichten Checkliste sind es nur 146 Base-Karten. Und auch bei den nummerierten, erinnert die hier aufgedruckte Nummerierung von 350 dann doch eher an die Vorjahreskollektion, denn in dieser Saison die nummerierten von 399 absteigend, also da hat man offenbar diese Boxen schon gedruckt, bevor man die Parallel-Nummerierung nochmal erhöht hat. Und dann haben wir auch noch Hinweise auf die Inserts, die man ziehen kann. Mystic Knights, Merlin's Chosen One, Ageless Alchemy und Merlin's Gamers Inserts. Und auch die sind Blaster-exklusiv. Und von daher hoffe ich mal, dass wir eine davon in dieser Box finden, sodass ich euch die dann auch mal zeigen kann. Wird nicht ganz so einfach werden, denn die Pack-Odds hierfür liegen bei 1:35 Packs. Und da wir hier unten sehen könnt, 7 Packs in dieser Box haben mit jeweils 4 Karten, ist eine solche Merlin's Gamers Insert nur in jeder 5. Box vorhanden. 28 Karten sind also insgesamt in dieser Box. Da ist noch der Blick auf die Unterseite. Von oben sieht das Ganze so aus und da haben wir sie auch, diese Merlin's Gamers Insert in der Mitte abgebildet, die so ein bisschen an typische Karten aus Trading Card Games wie Magic the Gathering oder Pokémon erinnern sollen. Und daneben sehen wir auch noch die Mystic Knights Inserts und eine der sicherlich begehrtesten Autograph Cards aus dieser Kollektion mit Lamine Yamal vom FC Barcelona. Das ist also unsere Box von außen. Jetzt wollen wir das Ganze mal aufmachen und unsere Packs rausholen. Die Topps Total Football Werbung, die da noch am Boden schlummert, lassen wir einfach mal drin. Da die nahezu in jedem Produkt ist, kennt ihr die auch schon aus vorangegangenen Videos. Müssen wir uns also nicht unbedingt nochmal anschauen. Und hier haben wir sie, unsere 7 Päckchen mit je 4 Karten. Und ich würde sagen, wir schauen uns ein solches Päckchen noch schnell aus der Nähe an. Dann haben wir das auch gesehen. So sieht das Ganze von hinten aus. Viele Infos gibt es da drauf nicht mehr, da verweist Topps ja inzwischen auf die eigene Webseite, wo mal mehr oder weniger zu den Kollektionen steht. Bei den Hobby-Kollektionen lässt sich dabei im Gegensatz zu den Trading Card Games auch meist was finden. Und ansonsten habt ihr ja noch die Collectors-Webseite, wo ihr alle Infos zu dieser Kollektion sowie die komplette Checkliste mit allen Karten findet. Link zum Artikel zu dieser Kollektion gibt es unten in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir los mit unserem allerersten Päckchen.
Und werfen einen Blick auf die Karten der diesjährigen Kollektion. Und es geht los direkt mit einer Rookie-Karte. Passt also zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Und wir sehen Diego González für das Team von Lazio. Und mal ein kurzer Blick auf die Rückseite. So sehen diese Merlin-Cards von hinten aus. Also immer noch ein kurzer Text dazu. Und das Wappen des Vereins und des jeweiligen Wettbewerbs. Hier also die UEFA Champions League. Dann geht es weiter mit Carlos Forbes. Auch er eine Rookie-Karte von Ajax. In dem Fall aus der UEFA Europa League. Dann haben wir direkt eine nummerierte Parallel mit Alexander Isak. Und die ist zu 99 nummeriert in diesem wunderbar leuchtenden Grün. Und die nimmt man natürlich gerne mit. Eine nummerierte Parallel soll pro Blasterbox enthalten sein. Die haben wir also gleich aus unserem ersten Päckchen gezogen. Und zum Abschluss haben wir dann noch dieses tolle Bild von Fernando Muslera von Galatasaray. So, wir schnappen uns direkt Päckchen Nummer 2. Und haben Pedro Gonçalves von Sporting als nächste Karte. Ihr seht übrigens bei den Karten so ein Tornetz im Hintergrund mit eingearbeitet. Das ist also kein Dreck oder Kratzer in der Karte, wie man vielleicht auch im ersten Moment denken könnte. Dann haben wir Mirko Ivanic von Roter Stern Belgrad. Dann eine Ageless Alchemy Karte mit Gareth Bale im Trikot von Real Madrid. Auch die macht einen richtig starken Eindruck mit diesem Tierkreiszeichen im Hintergrund. So sieht das Ganze von hinten aus. Das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Treffer. Ageless Alchemy Cards in jedem 18. Päckchen. Also nur in jeder dritten Blasterbox. Und dann haben wir noch die Base-Karte von Jeremy Doku von Manchester City im Päckchen, sowie unsere erste Aqua Prism Parallel. Und die zeigt uns Kostan Jelkovic. Und auch der spielt beim Team von Roter Stern Belgrad. Wir schnappen uns das nächste Päckchen. Und finden Rafael Leao vom AC Milan als Base-Karte. Dann kommt Eduardo Camavinga von Real Madrid. Dann kommt unsere erste Refractor-Karte und sie zeigt uns schon Longstaff von Newcastle. Ich hoffe, man kann das entsprechend sehen, dass da der Hintergrund Refractor typisch aufleuchtet, wenn man es im Licht bewegt. Und dann haben wir noch Gonçalo Ramos von Paris Saint-Germain als weitere Base-Karte in diesem Päckchen. Weiter geht's mit dem nächsten und Piero Hinkepi von Bayern 04 Leverkusen. Dann haben wir Zakaria Aboukal von Toulouse aus Frankreich, die erstmals in einer Tops-Kollektion vertreten. Er aber erstaunlicherweise kein Rookie, muss also vorher schon mal irgendwo aufgetaucht sein. Dann haben wir Evan Ferguson von Brighton Hove Albion, Gabriel Jesus von Arsenal und Jamal Musiala als Aqua Prism Parallel. Und somit unsere zweite von insgesamt 3 exklusiven, die wir finden sollen. Im nächsten Päckchen haben wir erneut Kostan Jelkovic von Roter Stern Belgrad, den wir vorher schon als Aqua Prism Parallel hatten. Dann Min-Jae Kim von den Bayern. Dann die Mystic Knights Insert Karte mit Kevin De Bruyne von Manchester City. Auch die mit einem tollen Holo-Effekt im Hintergrund. Und wie ich finde auch einem richtig tollen Design. Auch hier werfen wir einen kurzen Blick auf die Rückseite. Dann haben wir noch Kvaratskhelia von Neapel als Base-Karte und sind dann schon wieder durch dieses Päckchen. Kommen zum vorletzten aus diesem Blaster. Und finden Alexander Pavlovic von den Bayern ebenfalls als Rookie-Karte, auch wenn das nicht seine allererste ist, aber zumindest aus seinem Rookie-Jahrgang. Dann Jakuba Mite von Feyenoord. Phil Foden von Manchester City. Dann haben wir Alvaro Morata von Atletico
Und Arthur Vermeeren als Aqua Prism Parallel von Atletico. Kommen wir jetzt zu unserem letzten Päckchen, das sich äußerst leicht anfühlt. Sind aber hoffentlich trotzdem alle Karten drin. Wir beginnen mit Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain als Base-Karte. Dann haben wir Jude Bellingham im Trikot von Real Madrid. Trent Alexander-Arnold als Refractor-Karte. Und zum Abschluss haben wir dann noch eine weitere Rookie-Karte mit Fabian Rieder im Trikot von Startrennen. Das also sind insgesamt 31 Karten aus dieser 2023-24er Topps Merlin Chrome UEFA Club Competition Soccer Cards Blaster Box. 28 sollen ja drin sein, laut Topps. Die 3 Aqua Prism Parallels hat man also zusätzlich mit reingepackt, sodass 3 Päckchen mit 5 Cards drin sind und man somit insgesamt auf die erwähnten 31 Karten kommt. Mit Alexander Isak zu 99 haben wir, glaube ich, keinen ganz so schlechten Treffer gelandet. Gerade wenn man überlegt, dass es noch 8 Varianten gibt, die deutlich höher nummeriert sind. Wie gesagt, bis zu 399 in dieser Kollektion. Und da ist auch entsprechend schwer, ist was richtig Niedriges aus diesen Produkten rauszuholen. Ansonsten mit den 3 Aqua Prism Parallels, den 2 Refractor und der Mystic Knights Insert Karte. Das, was in dieser Blaster zu erwarten war. Womit man hingegen nicht rechnen konnte, war die Ageless Alchemy Karte von Gareth Bale. Die, wie vorhin schon erwähnt, normalerweise nur in jedem 18. Pack, nimmt man dementsprechend natürlich gerne mit. Vielleicht noch ein Wort zur Kartenqualität, da ich von einigen schon gehört habe, dass die Merlin Cards in diesem Jahr dünner sein sollen als im Vorjahr. Das sind sie auf jeden Fall nicht. Ich habe mir zum Vergleich mal eben eine Base-Karte aus dem Vorjahr genommen und die ist genauso dick wie die Base-Karten in diesem Jahr. Da gibt es also keine Veränderungen. Die gibt es in diesem Jahr hauptsächlich also bei der Auflage der Kollektion, die durch die höhere Nummerierung nochmal deutlich angestiegen ist. Und auch der Preis der Blasterboxen hat sich leicht nach oben entwickelt. Hat man die im letzten Jahr noch für 30 € bekommen, muss man in diesem Jahr 5 € mehr auf den Tresen legen. 35 € wären also für eine solche Blasterbox in diesem Jahr fällig. Falls ihr euch auch noch welche davon besorgen wollt, aktuell gibt es hier in den Spielwarenabteilungen der Müller Drogeriekette und Topps bietet sie auch zum Bestellen über den eigenen Online-Shop an. Ja, das Einzige, was uns jetzt zu unserem Glück noch gefehlt hat, war eine dieser Merlin's Gamers Inserts, die ich euch natürlich, gerade weil sie Blaster exklusiv sind, gerne mal gezeigt hätte. Aber die, wie ihr gemerkt habt, dann auch nicht ganz so einfach zu treffen, nachdem sie nur in jedem circa 5. Blaster enthalten sind. Das von meiner Seite zu dieser Blasterbox. Alles, was ihr noch ergänzen möchtet, sowie euren Eindruck von den Cards und die Meinung zu dem, was wir da aus diesem Blaster gezogen haben, jetzt gerne unten ins Kommentarfeld packen. Freue mich da wie immer über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr nochmal aufs Däumchen nach oben klickt und ein Like für dieses Video da lasst. Schnappt euch zum Schluss noch eins der kostenlosen Kanalabos, um auch künftig keine Videos hier zu verpassen und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.